Alanya ist nicht wesentlich günstiger als Dubai. Du wirst dich jetzt fragen, Markus, was erzählst du denn da? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier ist wieder der Markus, seit knapp 4 Jahren mit Familie und Hund ausgewandert, raus aus Deutschland, über Südamerika, viele Jahre in der Türkei und die letzten Monate war ich sogar in Dubai und habe für euch hier natürlich den kompletten Marktpreisüberblick gemacht. Und jeder, der denkt, dass Dubai ja so teuer ist und nur was für Reiche ist komplett auf dem Holzweg. Denn ganz kurz möchte ich einmal erzählen, ein paar faktische Zahlen bringen. Welche Menschen leben denn aktuell in Dubai? Was ist die Masse an Menschheit? Woher kommen diese Menschen? Und können die wirklich alle Millionäre sein? Nein. Über 90% der Menschen in Dubai sind Ausländer. Und von diesen 90% sind ungefähr 60% alleine Inder, Bangladesch und Thailänder. Dann kommen noch natürlich die ganzen Pakistanis dazu, Filipinos und sonstige Expats sozusagen aus USA, Deutschland, ganz viele aus dem Iran, Chinesen. Von überall kommen Menschen nach Dubai. Nicht nur um dort zu leben, sondern auch um zu investieren, weil der Dubai-Markt natürlich ein sehr spezieller Immobilienmarkt ist. Das aber ein anderes Thema. Jetzt hier nochmal ganz kurz. Glaubst du wirklich, dass ein Pakistani, ein Inder oder auch aus Thailand, diese Menschen sich ein Leben in Saus und Braus in Dubai leisten können? Nein, natürlich nicht. Aber glaubst du, dass jeder Deutsche, jeder Europäer, jeder Chinese sich ein Leben in Dubai in Saus und Braus leisten kann? Nein, natürlich auch nicht. Und ich möchte hier einmal ganz kurz erwähnen, dass von ca. 3,5 Millionen Einwohnern, die in Dubai leben, gerade mal ca. 30.000 Millionäre sind. Immer wieder wurde ich nämlich gefragt am Strand, ist denn dort jeder Millionär? Nein, natürlich nicht. Nur die Millionärsdichte ist natürlich in gewissen Regionen in Dubai, in Downtown, in Business Bay oder auch an der Marina oder Palme, JBR, hoch. Das ist klar. Aber wenn wir jetzt mal den Quadratmeterpreis in Bezug auf Immobilien hochrechnen, dazu gehört Hongkong als einer der teuersten Standorte mit einem Durchschnittsquadratmeterpreis von 28.000 $, New York City mit 18.000 $ und Dubai gerade mal bei 6.000 $ der Quadratmeter im Durchschnitt. Also so teuer in Bezug auf Immobilien erstens ist es schon mal nicht. Aber man muss natürlich ganz klar unterscheiden, woher kommen die Menschen. Das ist klar, dass die Menschen, die in Dubai arbeiten, von Niedriglohnländern kommen, wie aus Indien, aus Bangladesch, Pakistan und sonst wo, dass die sich natürlich freuen für einen 500 oder 600 € Job im Monat, weil es das 5- bis 6-fache ist von dem, was sie in ihrem Heimatland verdienen. Also können sie sich natürlich und auch ihrer Familie einen großen Gefallen tun, auch wenn ich weiß, dass sie dafür sehr viel geben, sehr viel opfern, auch die Distanz zur Familie. Nichtsdestotrotz sind diese Menschen ja mehr oder weniger freiwillig vor Ort. Auch du als Deutscher, jetzt wenn du das Video hörst, oder Schweizer, Österreicher, und du meinen Worten lauschen kannst und verstehst, kannst da hingehen und du könntest ja auch dort arbeiten, wenn du wollen würdest, wenn du einen Job bekommst. Die Frage ist ja immer nur, ob du das auch möchtest. Aber auch das ist ein anderes Thema. Wir möchten jetzt auf ein paar Zahlen eingehen, auf ein paar Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und ich kann dir eins sagen, wenn du nicht als Tourist nach Dubai gehst, sondern mit dem Gedanken, ich bin mal ein paar Wochen, ein paar Monate dort, ich lebe in einer Wohnung, nicht in einem Hotel. Ich lebe, indem ich auch zum Beispiel in einen Supermarkt gehe. Ich koche selbst und ich gehe nicht jeden Tag wie der Tourist draußen einfach nur essen. Oder ich gehe jeden Tag, weil ich ja nur 5 Tage habe in dieser Woche, in meinem Urlaub, jeden Tag in irgendeinen Sightseeing, in eine Safari-Tour, in das Riesenrad, in Global Village oder sonst wo, wo du natürlich Eintritte zu bezahlen hast. Und das geht natürlich ins Geld. Denkst du doch nicht wirklich, dass das der Alltag in Dubai ist? Wenn ich jetzt über 3 Monate in Dubai bin, dann lebe ich dort. Dann bin ich doch nicht dort, um nur Sightseeing zu tun. Ich bin doch nicht dorthin gekommen, um nur Geld auszugeben. Wenn du das machst, hast du recht. Dann kann Dubai extrem ins Geld gehen. Dann ist Dubai sehr teuer. Aber wer macht das bitte im Alltag in Deutschland? Gehst du jeden Tag ins Restaurant in Deutschland? Gehst du jeden Tag ins Restaurant in der Türkei? Selbst in Alanya, wo ich jetzt aktuell bin,
geht kaum ein Mensch mehr wie früher jeden Tag in irgendein Restaurant. Warum? Weil es teuer geworden ist, Leute. Auch Alanya ist extrem teuer geworden. Und ich will dir was sagen. Das mal ganz kurz dazwischen. Alanya ist nicht wesentlich günstiger als Dubai. Du wirst dich jetzt fragen, Markus, was erzählst du denn da? Alanya ist in der Türkei. Ist viel günstiger. Ich sag dir was. Alanya, Immobilienpreise können günstiger sein, muss aber nicht. Es gibt Bauträger hier in Alanya und Umgebung, die annähernd selbe Quadratmeterpreise haben wie in Dubai. Das musst du dir mal reinziehen. Natürlich kann man die Türkei nicht mit Dubai vergleichen. Die Türkei als Land, wunderschön, alle Facetten am Start. Aber Dubai als Weltmetropole ist natürlich eine ganz andere Liga und dementsprechend kann man es nicht unbedingt vergleichen. Aber für diejenigen, die sagen, dass Dubai einfach zu teuer ist zum Leben, sind auf einem Holzweg. Weil wenn ich sage, ich benötige hier in Alanya, wenn ich meine Kinder in eine Privatschule schicke, weil das ist ja freiwillig, zahle ich genauso viel wie in Dubai. 800 bis 1000 Euro pro Kind pro Monat ist absoluter Standard. Und das nicht nur in der Türkei, sondern sogar auch in Paraguay, als wir waren. Und das damals schon. Und dementsprechend, Privatschulen sind auf jeden Fall immer teuer, sind immer mit Kosten verbunden. Und da schenkt sich Alanya und Dubai direkt gar nichts. Die Immobilienpreise in Dubai tatsächlich im Durchschnitt sind aber natürlich teurer als in Alanya. Für eine 1+1, eine Zwei-Zimmer-Wohnung kann man hier schon ab ca. 60.000 bis 70.000 Euro bekommen. In Alanya und Umgebung, ganz grob gesagt. Aber für das Geld bekommst du in Dubai gar nichts. Null. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung, eine vernünftige Zwei-Zimmer-Wohnung von einem guten Bauträger, ich rede nicht von einem Müllbauträger, sondern einem Bauträger, der Qualität liefert, in einer relativ guten Lage von 20 Minuten entfernt von Downtown, bist du bei ca. 240.000 Euro. Also, wir haben Dubai, der Immobilienmarkt, können wir sagen pauschal, ist teurer als Alanya. Das ist okay. Auf jeden Fall, wir haben natürlich extreme Standorte in Dubai mit Downtown, Business Bay, Marina, Maritime City, Dubai Islands oder auch die Palme zum Beispiel. Ganz klar, das ist ja nicht mal vergleichbar wie mit Kleopatra. Wollen wir auch nicht. Aber pauschal, der Immobilienpreis in Dubai ist hoch. Im Vergleich zu Alanya. Wiederum im Vergleich zu Deutschland kaum ein großer Unterschied. Alleine wenn man sich mal Winterhude in Hamburg anschaut, wo ich herkomme. Oder auch München. Wie sind da bitte die Quadratmeterpreise? 5.000 bis 10.000 Euro ist absoluter Standard in München oder auch Hamburg, Berlin. Düsseldorf, das sind alles teure Ecken. Ich will damit sagen, wenn du aus solchen Regionen kommst, aus dem Immobilienmarkt, wirst du in Dubai keine große Überraschung haben, außer du willst natürlich exklusiv mit Blick auf Burj Khalifa haben oder auf der Palme leben. Das ist was anderes. Aber wenn du eine otto-normale Lage haben möchtest, ist es nicht wesentlich teurer als in Deutschland. Habe ich selber den Preisvergleich gemacht. Ich habe selber Immobilien in Deutschland gehabt. Und dementsprechend kann mir keiner sagen, dass Dubai extrem teurer ist als Deutschland. Und kommen wir mal zu den Lebenshaltungskosten. Was gehört dazu? Versicherung. In Dubai, ähnlich wie in der Türkei, spotgünstig. Eine vierköpfige Familie für ein Jahr, Pflichtversicherung. Aufgrund der Emirates ID musst du eine Pflichtversicherung haben, zahlt ca. 600 bis 1000 Euro im Jahr. Nicht im Monat, im Jahr. Und das ist krass. Autoversicherung. Autos sind viel günstiger als in Deutschland. Viel günstiger als in der Türkei. Und auch die Kfz-Versicherung ist wesentlich günstiger als in Deutschland und auch sogar noch günstiger als in der Türkei. Es ist einfach ein bisschen ausländerfreundlich gemacht. Benzin ist günstiger in Dubai als in der Türkei und als in Deutschland sowieso. Was haben wir noch? Lebenshaltungskosten in Bezug auf Lebensmittel kaufen. Als ich meinen ersten großen Einkauf gemacht habe, natürlich nicht bei einem Markennamen. Das ist so, als ob ich ja immer nur zu Edeka rennen würde. Nein, mache ich hier in Deutschland auch nicht. Aber vergleichbar in Dubai, zum Beispiel Viva, ja, oder du kannst es natürlich auch über gewisse Apps bestellen, das Ganze, von Supermärkten deiner Wahl. Habe ich den Wagen voll gehabt, das waren schon 2 Einkaufswegen. Ich habe gedacht, das sind locker 200 Euro umgerechnet. Das waren 120 Euro. 200 Euro hätte ich aber in der Türkei sogar dafür bezahlt. Und deswegen weiß ich aus Erfahrung, dass Dubai extrem normal sein kann. Auch sogar im Vergleich zu Alanya in der Türkei, wirklich. Das ist wirklich heftig. Aber was natürlich Fakt ist, wenn du Kinder in die Schule schicken willst. Privatschulen sind teuer.
aber in Alanya in der Türkei auch. Immobilien, die Mietpreise, das ist der einzige wesentliche Unterschied, wo die Preise stark variieren in Dubai im Vergleich zu Deutschland und Türkei. In Alanya eine Miete zu bezahlen von 500 bis 800 Euro für eine große Wohnung ist absoluter Standard. Aber du zahlst locker 2000 bis 3000 Euro für dieselbe Größe in Dubai in einer nicht Top-Lage. Das ist ganz klar, das muss man wissen. Die Mieten in Dubai sind teuer. Deswegen gehen ja so viele auf Eigentum hin, investieren in ein neues Projekt, zahlen das Ganze mit einem Zahlungsplan bis zu 8 Jahre zinsfrei, ohne Zinsen einfach ab, können nach 2 Jahren einziehen, sparen sich die Miete oder könnten natürlich auch das Ganze vermieten lassen und haben somit ihre Ratenzahlungen gedeckt durch die Mieteinnahmen. Und das mal ganz kurz zusammengefasst aus meiner Erfahrung, der Vergleich Dubai, Lebenshaltungskosten mit Deutschland bzw. auch mit der Türkei in Alanya. Weil die Türkei, Alanya speziell, ist nicht mehr ein Niedriglohnland. Eine billige Stadt. Alanya ist extrem im Kommen. Vor allem die letzten Jahre hat es gezeigt. Und die Preise, auch wenn du mal nur einen Kaffee trinken gehst, sind nicht wesentlich günstiger hier in der Türkei als in Dubai. Natürlich auch hier die Türkei, da muss man unterscheiden. Wo gehst du einen Kaffee trinken? Wo gehst du einkaufen? Wo gehst du ins Restaurant? Es ist auch hier ein Unterschied, ob du natürlich am Kleopatra-Strand am Mittelmeer am Restaurant chillst oder natürlich irgendwo 30 Kilometer im Inland. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber so ist das in Dubai eben auch. Du kannst in Dubai für sehr wenig Geld leben im Vergleich. Oder natürlich, du kannst auch jeden Monat Zehntausende von Euros ausgeben. Es ist deine Entscheidung, wie so oft. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir deine Meinung dazu da. Ich freue mich auf das nächste Video. Teil das Video, lass deinen Daumen nach oben da, einen Kommentar und vieles mehr. Ich freue mich auf das nächste Video. Bin sehr gespannt, welche Erfahrungen du in der Türkei oder vielleicht sogar auch schon in Dubai gemacht hast. Dein Markus aus Alanya.